bin der Fritz und wie sich viele sehnlichst gewünscht haben, stellen wir euch heute das FG42 Typ 1 vor. Wir werden das Ganze so ein bisschen erklären, von der Entstehung her, warum es überhaupt entwickelt worden ist, wo es eingesetzt wurde, wie es eingesetzt wurde. Im Kampf war es halt so, dass sie beim Absprung nur teilweise bewaffnet waren, die Zugführer mit MP40, teilweise von den Schützen auch welche mit Pistolen. Das FG42 ist dazu entwickelt worden, um die Fallschirmjäger beim Absprung schon zu bewaffnen. Deswegen die geringe Kürze. Es war maßgeblich, dass es unter 1 Meter bleibt, damit man es halt beim Sprung auch gut am Körper tragen konnte. Des Weiteren ist es dazu entwickelt worden, von Anfang an auch eine leichte Infanteriewaffe wie das MG42 oder MG34 in dem Fall zu haben, was ungefähr die gleiche Feuerwirkung hat. Typ 1, erkennbar an dem Aluminium-Presskolben mit den Vertiefungen drin. Dieser Kolben ist federgelagert, um zum Beispiel beim Schießen den Rückstoß etwas abzufangen. Dann haben wir hier auf der anderen Seite ist der Feuerwahlhebel. Da haben wir einmal nach vorne gehend Einzelschuss, in der Mitte die Sicherungsstellung und nach hinten Dauerfeuer. Das FG42 ist ein Gasrückstoßlader. Das heißt, hier vorne wird Gas komprimiert und durch die Komprimierung wird der Verschluss zurückgeschlagen, wobei wieder die neue Patrone eingezogen wird, geladen und abgeschossen. Was bei Einzelfeuer aufschießend ist und beim Dauerfeuer zuschießend. Wir haben ein Magazin mit 20 Schuss mit der herkömmlichen Mauser-Patrone 8x57. Dann haben wir eine Zieleinheit, die als Diopter ausgelegt war. Vorne, hinten. Wir haben hier vorne ein Zweibein, was sich ausklappen ließ, um beim Liegenschießen dem Ganzen nochmal Stabilität zu geben. Dann haben wir hier vorne die Mündungsbremse, ein relativ geringes Gewicht. Dann haben wir hier vorne, damit man auch im Nahkampf halbwegs bewaffnet war, ein Bajonett, was man hier einführen konnte. Bei dem Typ 1 auch sehr charakteristisch, dass der Abzugsgriff leicht schräg nach hinten verlief, um die Waffenführung im liegenden Kampf zu verbessern. Bei diesem Gewehr handelt es sich um ein Shoei Modellgewehr, was 1:1 von dem Original gefertigt worden ist, hauptsächlich für Sammler und als Museumsanfertigung, da halt Originale von diesem Typ preislich eigentlich unerschwinglich sind und im Bereich von 100.000 bis 140.000 Euro liegen. Dieses Modellgewehr besitzt keinerlei schussfähige Waffenteile, ist somit auch als Anscheins- oder Dekowaffe völlig legal. Also, nachdem Hermann Göring veranlasste, dieses Gewehr entwickeln zu lassen, gab es als erstes das Gerät 450, was sich aber in Schussproben und Kampfeinsätzen einfach nicht bewährt hat. Im Oktober 1943 kamen dann die ersten Modelle vom Typ 1 von Krieghoff in die Truppe, die aber alle Funktionsstörungen hatten. Anfang 1944 ist dann nachgebessert worden und das richtige Typ 1 kam praktisch zur Truppe, was dann in Kampfeinsätzen wie zum Beispiel Italien, Südfront, dann Operation Rösselsprung zur Befreiung von Mussolini in der Normandie zum Einsatz kam. Also von diesem Modell, Typ 1, wurden so ca. 2200 Stück gefertigt. Von der weiterführenden Version, die schussfähiger und kampferprobter war, gab es so um die 6200 Stück, was insgesamt weniger als 10.000 Stück waren. Was auch zur Folge hatte, dass das FG42 gar nicht so oft ausgegeben worden ist, nur an spezifische Truppenteile. Und viele sich ja vorstellen, das Fallschirmjägergewehr müsste jeder Fallschirmjäger haben, was aber nicht der Fall war, da es einfach zu wenig gab. Und aufgrund der Materialknappheit, die dann nachher im Krieg entstanden ist, war es auch kaum noch möglich, mehr Stücke davon zu produzieren.
als Erfindung zur Infanteriewaffe eigentlich eine gute Sache. Wir haben hier 20 Schuss Magazin. Im Gegensatz zum Karabiner, im Einzelfeuer natürlich schon Gold wert. 15 Schuss mehr. Aber es sollte ja zum Teil auch das leichte MG ersetzen, was es in diesem Fall aber leider gar nicht geschafft hat. Weil bei dem MG halt eine Gurtzuführung war, wo du halt 50er, 100er Gurte durchschießen konntest. Und da war das FG42 halt jetzt nicht so die beste Wahl zum leichten MG. Meistens haben sie dann das MG34 weiter benutzt und haben das dann am Fallschirm praktisch so vor sich gehalten. Und circa so 2 bis 3 Meter vom Boden haben sie dann das MG gedroppt, also abgeworfen, sind dann daneben gelandet, haben es wieder aufgenommen und haben dann geschossen. Bei manchen MGs führte das natürlich auch zu Ladehemmungen durch Verformungen vom Aufprall, was dann auch wiederum nicht so toll war. Also eine anständige Lösung gab es nachher eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Wäre die Umstände anders gewesen und die Materialknappheit nicht so hoch, hätte sich da bestimmt noch einiges verbessern lassen. Mit der Ausbalancierung, das war auch nicht unbedingt jetzt so super, weil es ziemlich frontlastig war. Ne? Also es war gerade mit dem abgewinkelten Griff war es sehr schwer zu schießen eigentlich. Vor allem auf weitere Distanzen, weil du immer vorne runter bist. Ne? Was halt auch eine Fehlkonstruktion war das Magazin auf der linken Seite, weil als Rechtshänder, wenn man das im Anschlag haben wollte und man ist damit gelaufen, hatte man das Magazin dann entweder im Bauch stecken oder man hat es sich etwas tiefer irgendwo reingeschlagen, was halt einfach eine Fehlkonstruktion war. Des Weiteren, durch den schräg angelegten Griff hatte man natürlich auch die Hand ziemlich weit oben, wenn man größere Hände hatte. Was dann ein Problem war beim Schuss, wenn der Verschluss nach hinten geschlagen ist, konnte der einem auch auf die Hände schlagen. Was dann hier in dem Handbereich zu starken Verletzungen führte. Dazu kam durch den Gasrückstoßlader, dass hier oben Gas entwich und man sich hier auch wunderbar die Finger verbrennen konnte. Deswegen musste man das weitgehend unten halten und nicht oben drauf. Was dann beim Typ 2 abgeändert wurde, indem der Griff mehr gerade war und dadurch die Hand auch in eine tiefere Position kam, sodass der Verschluss frei durchlaufen konnte. Um natürlich auch genug Munition dabei zu haben, hatten die Fallschirmjäger auch für das FG42 einen Magazinbandolier. Dort haben wir auf jeder Seite 4 Magazintaschen, was 8 Magazine machte und im Endeffekt 160 Schuss. Dieses wurde auch um den Hals gespannt, dann mit diesen Laschen am Koppel arretiert, damit es beim Laufen nicht so hin und her geschlagen ist. Hier haben wir auch noch ein Ersatzmagazin drin. Und so wurden dann die Magazine getragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich konnten wir jetzt zeitlich auch nicht alle Themen direkt einblenden oder alle Daten, was halt zu aufwendig wäre und zum Video von über 2 Stunden geführt hätte. Aber wenn ihr einfach noch ein bisschen mehr wissen wollt, es gibt natürlich auch Literatur über das FG42, die man sich bestellen kann. Da gibt es verschiedene Bücher. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal, euer Fritz.